Grüße an alle mit Benzin im Blut und herzlich willkommen zu einem neuen Kapitel von It's a Mod World. Dies heute ist ein besonderes Kapitel, denn ich werde keine Mod präsentieren, ich bin nur hier, um euch zu sagen, dass ich mich verliebt habe. Wie ist es dazu gekommen? Einfach. Während sie in Steam den Sommer-Sonderverkauf hatten, tat Race Room Racing Experience dasselbe. Ich hatte etwas Geld über und beschloss, da viele andere Leute gute Dinge über R3E sagten, dass die Sim ein Versuch wert sein könnte. Gesagt, getan, ich setzte meine VR-Brille auf. Ich erzähle euch später, wie man sie einrichtet. Es ist sehr einfach. Ich setzte also meine VR-Brille auf, startete die Sim und was soll ich sagen? Es ist fantastisch. Beginnend mit dem Sounddesign, das einfach exzellent ist. Ja, ich wollte euch einfach nur zuhören lassen. Die Grafik gefällt mir sehr gut. VR-Unterstützung ist exzellent. Ich musste fast nichts anfassen. Und was ich besonders beeindruckend finde, was mich umgehauen hat, ist das Force Feedback. Es ist nicht nur von Anfang an sehr gut, ich musste nichts eingeben oder verändern. Es übersetzt die Strecke, das Auto enorm. Die Kräfte, die auf die Lenkung wirken, sind sehr gut gemacht und es hilft der Immersion zusammen mit der VR sehr, weil das Force Feedback mir genau sagt, wie das Auto reagiert, wenn ich Gas gebe. Es sagt mir, wie das Auto reagiert, wenn ich bremse. Es sagt mir, ob das Auto an der Grenze der Physik ist. Es sagt mir alles. Es spricht zu mir in jedem Stück des Weges. Aber bevor ihr denkt, dass dieses nur eine unkritische Betrachtung wäre von jemandem, der sich gerade verliebt hat, wir alle wissen ob des Preisproblems bei Race Room. Die Preispolitik ist zum Haare raufen und tut mir leid zu sagen, aber sie ist auch sehr dumm. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie viele Leute von dieser fantastischen Simulation abhält, wie zum Beispiel bei mir eine lange Zeit der Fall war. Es gibt eine Möglichkeit, Race Room etwas preiswerter zu machen, ein bisschen billiger. Ich schreibe den Link auf romrom.net, in dem wir es erklärt haben, in der Beschreibung dieses Videos. Aber es billiger zu machen, ein wenig erschwinglicher, verfügbarer, bedeutet nicht, dass diese Preispolitik eine gute Idee wäre. Ich stimme mit allen überein, die verlangen, dass sie geändert wird. Ich sehe nichts! Die Immersion in dieser Sim ist unglaublich. Du spürst es, wenn du in unterschiedlichen Fahrzeugen bist und die VR hilft eine Menge. Oh ja, VR. Ja, ich wollte euch zeigen, wie man sie einrichtet. Die VR. Als erstes zeigen wir Race Room Racing Experience, dass wir VR nutzen wollen. Seht ihr hier, wo Race Room Racing Experience steht? Hier auf Steam. Führt einen Rechtsklick drauf und klickt dann auf Startoptionen festlegen. Set Launch Options. Es sollte dieses Fenster erscheinen. Einfach -VR eingeben. Standardmäßig wird das Downsampling der Grafik auf 1,5 gesetzt. Ihr könnt nach -VR und einem Leerzeichen was anderes schreiben, im Bereich zwischen 1.0 und 4.0. Und bevor ihr fragt, Downsampling hat mit der Qualität der Grafik zu tun. Belassen wir es dabei, weil die lange Erklärung wesentlich komplizierter ist. Ich hatte gute Ergebnisse mit einer 2.0. Spielt damit. Ihr solltet nicht in der Lage sein, etwas kaputt zu machen, wenn ihr das ändert. Sobald ihr das getan habt, könnt ihr Race Room starten und ihr werdet alle Menüs bereits in VR sehen. Ist das nicht wunderbar? Wir sind noch nicht fertig. Klickt hier auf die Schaltfläche mit den Rädchen. Geht zu den Kontrolleinstellungen, Control Settings und dort sekundäre Funktionen, Secondary Functions. Scrollt nach unten
in den sekundären Funktionen, bis ihr zu den VR-Einstellungen gelangt. Wenn ihr sie gefunden habt, wählt einen Knopf für die VR Reset Position. Das wird euch helfen, wenn die Simulation euch seitlich oder in irgendeine andere unbequeme Position gesetzt hat. Schaut geradeaus, dort wo euer Lenkrad ist, und drückt auf die Taste. Wenn ihr das gemacht habt, aber ihr der Meinung seid, dass ihr nicht richtig sitzt, dann benutzt die bei Camera Move eingestellten Knöpfe. Vorwärts, rückwärts, links, rechts und so weiter. Merkt euch aber, dass wenn ihr eure Position mit der VR Reset Position Taste zurückstellt, euch R3E nicht dorthin zurücksetzt, wo ihr es angestellt hattet, sondern dorthin, wo sie denkt, dass es sein sollte. So dass ihr euch selbst wieder dorthin bewegen müsst, wo es für euch passt. Was noch? Skalierung verkleinern, Reduce World Scale, Skalierung vergrößern, Increase World Scale, macht euch größer oder kleiner im Vergleich zu den Objekten in der VR-Welt. Vielleicht braucht ihr das, mir hat es nichts gebracht. Und das ist alles. Das ist absolut alles, was wir tun müssen. Jetzt aber los und habt Spaß! Was für ein träges Auto! Zum Abschluss meiner Liebesaffäre mit Race Room Racing Experience. Diese Simulation hat eine ausgezeichnete VR-Unterstützung. Sie hat das beste Sounddesign, das ich kenne. Ich habe zumindest keine Simulation gefunden, die ein besseres Sounddesign hat. Sie hat ein sehr gutes Force-Feedback-Verhalten, das die Fahrzeuge sehr, 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 sehr gut simuliert. Understeer! Understeer! Oh, Mother! Oh, baby! Aber sie hat akzeptiert, und ich stimme zu, eine schreckliche Preispolitik, was eher schade ist. Sie hat viele verschiedene Autos, hauptsächlich Tourenwagen, hauptsächlich GT. Sie hat alte Autos, neue Autos, sie hat Formelautos, Monocoques und einige Prototypen, die auch sehr gut simuliert sind. Wie ihr hören könnt, macht es eine Menge Spaß, weil diese Autos sich wirklich so verhalten, wie man es erwarten könnte. Und du fühlst es am Force Feedback, du hörst es, du siehst es. Es ist eine tolle Erfahrung. Die einzige Sache, die ich hier vermisse, und ich jammere gerade auf hohem Niveau, ist Truck Racing. Als Simulation, als Software ist Race Room perfekt. Das Einzige, was Sektor 3 wirklich überlegen und verändern sollte, ist die Preispolitik. Wenn sie das ändern würden und die Sim erschwinglicher und weniger chaotisch machen würden, würden die Sim-Racer in Scharen Race Room Racing Experience benutzen. Ufa! Das war alles für heute in dieser extra Nicht-Mod Modbot World. Wenn euch das Video gefallen hat, seid bitte so nett und applaudiert, indem ihr einen Like hinterlässt. Wenn ihr keine Videos verpassen wollt, abonniert und vergesst nicht auf die Glocke zu klicken. Und bis zum nächsten Mal. Spart Sprit, sammelt Pickup und wir sehen uns auf dem Podium. Vielleicht auf dem von Race Room Racing Experience. Besucht romrom.net, um mit anderen Fahrern und Fans in Verbindung zu kommen.